Mein Name ist Ravi Singh und ich bin bei der Interaction als Head of Client Service tätig. Als Head of Client Service bin ich primär für den Kunden-Lifecycle zuständig. Das bedeutet, vom primären ersten Kundenkontakt, wo Sales eigentlich mit dem Kunden erst mal hat, kommt dann unser Design-Team zum Zug, das dann mit dem Kunden die ganzen technischen Abklärungen macht, schaut, ob wir die Sachen, die er braucht, auch bei uns im Datacenter erfüllen können und ob wir Platz haben. Das geht im nächsten Schritt in Service Transition über. Das heisst, wir haben ein Team von Projektleitern, die die ganzen Designs dann umsetzt, ins Leben bringt. Und sobald das Ganze live geht, haben wir einerseits den technischen Kundendienst, der auch 24/7 vor Ort ist, sodass wir auch außerhalb der Büroöffnungszeiten kurzfristig auf Tickets reagieren können. Und nicht zuletzt haben wir auch unser Customer Success Team. Die kümmern sich eigentlich darum, dass sie für den Kunden interne Dreh- und Angelpunkt sind, kümmern sich um das SLA-Reporting und stellen einfach auch die ganze Relationship mit dem Kunden sicher. Also ich habe einen elektrotechnischen und einen betriebswirtschaftlichen Background. Ich komme also auch nicht aus dem Rechenzentrumsektor, sondern bin mehr per Zufall eigentlich da drin gelandet. Und zwar hat mich damals ein Kollege, der heute immer noch da arbeitet, darauf hingewiesen, dass da eine Stelle frei geworden ist. Und zwar war es damals genau im Design. Ich bin dann vorbeigekommen für eine Datacenter-Führung, habe mir das Ganze mal angeschaut. Und das war so ein bisschen der Moment, wo es mich eigentlich gepackt hat. Hat mich gerade interessiert. Habe dann den Schritt gewagt in so einen völlig neuen Sektor und bin jetzt rückblickend auch sehr froh darüber. Der Markt ist sehr schnell wachsend und wir brauchen immer vor allem technische Spezialisten, idealerweise natürlich Leute, die bereits Erfahrung im Telekom- oder im Rechenzentrumsumfeld haben. Aber auch Leute, die einen elektrotechnischen oder einen kältetechnischen Background haben, können wir jederzeit brauchen. Diese Leute stellen eigentlich sicher, dass das Herz von unserem Rechenzentrum, die ganze Infrastruktur, immer läuft und dass unsere Kunden nie einen Stromausfall oder noch schlimmer vielleicht einen Kälteausfall sogar erleiden. Was sicher spannend ist, eben, wir sind von dem sehr kleinen Team von gerade mal 20 Leuten auf rund 80 Leute jetzt gewachsen. Gleichzeitig durch den Merger mit Digital Realty sind wir zu einem amerikanischen Unternehmen geworden. Trotzdem merke ich auch heute nach wie vor sehr viele Parallelen in der lokalen Kultur. Es ist nach wie vor wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass man einen kollegialen, offenen Umgang miteinander hat. Das weiss ich sehr zu schätzen. Man hat auch nach wie vor einen Mix zwischen Leuten, die seit Anfang an dabei sind, plus sehr viele neue Leute, die frischen Wind hineinkriegen. Und ich denke, das macht es gerade auch so spannend. Mittlerweile haben wir auch viele internationale Kollegen. Das zeigt sich jetzt auch im sprachlichen Umgang mit den Leuten. Wir sind jetzt von Deutsch klar auf Englisch gewechselt. Gibt dem Ganzen noch einen grösseren internationalen Touch. Und auch das führt eigentlich jetzt wieder dazu, dass einem nie langweilig wird. Die meisten Leute, wie auch ich damals, wissen eigentlich gar nicht, was man sich unter so einem Rechenzentrum so vorstellen kann. Von außen sehr unscheinbaren, relativ unschönen grauen Klotz. Und eigentlich steckt da drin sehr viel, gerade für das tägliche Leben der heutigen Gesellschaft. Das heisst, unabhängig, ob ich eine Zahlung mit einer Kreditkarte möchte machen, ob ich am Abend möchte meine Serie auf Netflix schauen oder meine Dateien in der Apple Cloud speichern. Das alles passiert irgendwo in einem Rechenzentrum, hier in der Schweiz sehr häufig bei uns im Rechenzentrum. Und Part von dem Enablement eigentlich für die moderne Gesellschaft können sein, das ist etwas, was sehr spannend ist und mich auch mit Stolz erfüllt.